Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Technikvideo begrüßen. Und heute geht es mal wieder um das Thema AEPs. Bedeutet vielleicht ein Technikvideo, was sich ein bisschen an die jüngere Generation richtet. So, ihr seht hier drüben ist meine CM127 in der 5. Generation. Bedeutet mit Bugatti Core EFCS einmal drin, 11.1er Akku und eben auch mit dem High-Cap-Magazin. Und hier vielleicht ein Punkt vorweg, da hatten einige von euch bei dem Review zu der Generation 5 kommentiert gehabt, dass die neueren Versionen von diesen High-Cap-Magazinen deutlich besser sind wie die alten. Bedeutet, die BBs bleiben drin. Und auch das kann ich jetzt bestätigen. Bedeutet, auch ich habe mir jetzt einmal ein neues gekauft. Und ja, das ist wirklich besser. Bedeutet, die BBs bleiben da wirklich sauber oben drin und entlädt sich nicht von alleine. Also das kann ich bestätigen. Vielen Dank. Neue Magazine funktionieren super. So, um was geht's? Ich habe jetzt hier 3 Teile von Bugatti geschickt bekommen. Das ist einmal ein Piston mit Stahlzähnen, dann eine CNC-gefertigte Aluminium-Nozzle und ein CNC-gefräster Aluminium-Piston-Head. Und da würde ich sagen, wir knallen uns die Teile erstmal rein, schauen mal, wie das Ding dann performt und gucken mal, bringen die Teile irgendwas oder ist es vielleicht rausgeschmissenes Geld? Bedeutet, ich werde jetzt im Vorfeld, das Ding mal durchkronen, werde mir ein paar Notizen machen, wo liegen wir jetzt out of the box, mit Hop, ohne Hop, mit 0,2, mit 0,25 Gramm BBs. Dann bauen wir die Teile rein, dann machen wir einfach mal so einen kleinen Vergleich, bringt's was oder bringt's nichts. Also Leute, macht euch vielleicht eine Fanta auf und los geht's. Gut Leute, dann lasst uns mal ganz gemütlich anfangen. Ihr seht diese CM127 Generation 5 bereits einmal komplett auseinandergekloppt. Ist an sich nicht viel dabei. Wenn ihr hier Hilfe benötigt, blende ich euch hier oben das Review ein. Da habe ich es gezeigt, wie man diese AEPs einmal demontiert. Kennt man eine, kennt man alle, sind nämlich vom Aufbau alle identisch. Nur aufpassen, ich weiß nicht, ob ich es damals im Review angesprochen habe und ich muss zugeben, ich habe auch in dem letzten halben Jahr bereits leider eins kaputt gemacht von einem Kollegen. Und zwar, ihr seht hier bei diesem Bugatti Core oder bei diesem EFCS für diese AEP-Modelle kommt hier seitlich so eine kleine Platine raus mit diesem Mikrotaster, der quasi den Schusszyklus regelt. Bedeutet, wenn dieser kleine Taster hier gedrückt wird, dann läuft das Ding Full Auto. Passt auf diese Platine auf, dass ihr die nicht irgendwie verbiegt oder wegdrückt, denn sonst bricht euch die da hinten raus. Also hier etwas Vorsicht walten lassen bei dieser seitlichen Platine. Dementsprechend einfach immer schön ein bisschen zur Seite biegen, die ganzen Kabel, damit die Platine einfach nicht irgendwie beschädigt wird. Ansonsten, wie gesagt, ist nichts viel dabei, nur halt beim Aufmachen, die Feder ist unheimlich straff, die da drin ist, standardmäßig schon. Hier aufpassen, dass er halt nicht die ganzen Shims verliert, welche hier bei den Gears letztendlich einmal drauf sind. Hier seht ihr eine Shim, da ist auch noch mal eine Shim. Also halt ein bisschen aufpassen auf gut Deutsch. So, dann habe ich jetzt im Vorfeld das Modell ausgepackt. Dann habe ich erstmal 2 Magazine, 2 High-Cap-Magazine übrigens, einmal durchgehauen, damit sich das Bucking ein bisschen einschießt, damit ebenfalls das Fett sich gegebenenfalls ein bisschen verteilt in dem System. So, und dann habe ich das Ganze eben einmal gekront out of the box. So, hier lag dieses Modell out of the box bei 0,2 Gramm BBs ohne Hop-Up, bei 0,38 Joule mit einer Differenz oder einer Schwankung von 5 Meter pro Sekunde. Wenn ich dann das Hop-Up eingestellt habe, also etwas Hop draufgegeben habe, dann lag die AEP bei 0,36 Joule, also minimal ein bisschen weniger mit Hop, aber die Schwankung ist runtergegangen auf 2 Meter pro Sekunde. Und dann das Ganze eben nochmal gegenkontrolliert, denn hierum geht es mir eigentlich hauptsächlich heute, mit 0,25 Gramm BBs, 0,31 Joule ohne Hop-Up bei einer Schwankung von 7 Meter pro Sekunde und 0,41 Joule mit einer Schwankung von 3 Meter pro Sekunde. So, und warum fände ich das heute wichtig? Wir werden uns dann gleich die Komponenten mal anschauen. Der Piston, jetzt dieser neue Piston von Bugatti, ist natürlich aufgrund der Qualität oder aufgrund des Materials schwerer wie der Standard-Kunststoffpiston. Gegebenenfalls könnte es aufgrund des Gewichtes dazu kommen, dass die AEP bei 0,25 Gramm von der Energie etwas hochgeht. Wie gesagt, dementsprechend, ich habe mir alles sauber notiert, werden wir abschließend einmal vergleichen, ob das Ganze jetzt überhaupt irgendwas bringt oder ob es vielleicht bloß rausgeschmissenes Geld ist auf gut Deutsch.
So, ein weiterer Punkt. Begadi hat mir bei diesen Teilen ebenfalls nochmal zu ihren Teilen eine Begadi Tuning-Feder für AEPs mitgeschickt. Bedeutet, hier ist die Originalfeder, hier ist die Tuning-Feder. Diese werde ich aber nicht einbauen, denn das Ganze würde natürlich den Sinn von diesem Video ja eigentlich zunichte machen. Denn ich will ja gucken, bringt das Zeug was oder bringt es nicht? Dichtet Zauber besser ab, wird die Schwankung geringer, performt sie vielleicht ein bisschen anders. Dementsprechend bleibt die Originalfeder drin und die Tuning-Feder wird nicht verbaut, damit wir eben abschließend auch nicht irgendwie Birnen mit Äpfel vergleichen. So, dann die Teile, was ist jetzt hier einmal geschickt worden? Da haben wir einmal eine Nozzle drin, eine Aluminium-Nozzle mit den beiden Ohrringen. Die können wir gleich mal auspacken. So, und die müsste rein theoretisch auch bei allen gleich sein. Syma AEPs, ja, also ich denke mal, die passt dann auch für CM131 und auch letztendlich für alle Modelle. So, die Ohrringe kommen wie bei der Original-Nozzle hier oben einmal drüber in diese Nut rein, beziehungsweise in diese Vertiefung, schauen, dass er schön sauber drin liegt. Und der zweite Ohrring geht dann letztendlich einmal nach hinten. So, das sieht gut aus, würde ich sagen. Und das soll es eigentlich mit der Nozzle schon gewesen sein. Jetzt können wir mal einen Gegentest machen von den Ohrringen. Denn es macht mir den Anschein, als wären die hier ein kleines bisschen, ja, ein bisschen breiter wie bei der Original-Nozzle. Jetzt schauen wir bloß mal, ob die Nozzle da sauber läuft. Ah, wartet mal, wir sollten vielleicht ein bisschen Fett drauf pinseln. Das hätte vielleicht einen Vorteil. Moment, also Ohrringe bitte nicht trocken lassen. Machen wir ein kleines bisschen. Ich nehme jetzt einfach so ein Protex-Silikonfett da. Pinseln wir einfach mal im oberen Bereich ein bisschen was drauf. So, hier. Und einmal hier ebenfalls ein kleines bisschen was auf die Ohrringe. So, das müsste langen. So, dann einmal der Zylinderhead. Dann stopfen wir das Ding da nochmal rein. Laufen tut sie einwandfrei. Ja, läuft einwandfrei. Und von der Ausrichtung, da müsst ihr mal aufpassen, bei der Ausrichtung, das kann man hier unten schön jetzt kontrollieren. Das ist bei einer AEP unheimlich wichtig, dass quasi natürlich logisch die Nozzle in der korrekten Position steht. Bedeutet, hier habt ihr letztendlich den Einlass für die Nozzle, wo die Luft vom Zylinder reingeführt wird. Und links und rechts bei dem Ohrringen muss das Ganze natürlich abdichten. Dazu muss aber auch die Nozzle in der 100% korrekten Stellung sein. Bedeutet, ist sie euch ein bisschen zu weit hinten, ein bisschen zu weit vorne, dann dichtet sie schon nicht mehr ab. Und das sieht jetzt hier aber perfekt aus. Bedeutet, das kann man wahrscheinlich im Video nicht erkennen, aber wenn man hier reinschaut, durch das Loch, das könnt ihr dann, falls ihr das mal verbauen solltet, könnt ihr auch hier prüfen. Einfach hier beim Zylinderhead durch das Loch durchschauen. Und dann seht ihr genau den Einlass von der Nozzle oder Auslass von der Nozzle, seht ihr richtig schön sauber, bündig drinstehen. Also das passt von der Ausrichtung und auch laufen tut sie perfekt. Was wir uns vielleicht jetzt auch gleich noch anschauen können, wie sieht es denn mit dem Bucking aus? Da ist ja in dieser Generation 5 ist ja dieses grüne Begadi-Bucking da einmal drin. So, hopp, nehmen wir mal komplett raus auf 0. Und dann schauen wir ebenfalls mal, wie das Ganze von der Lippe her ausschaut, von der Dichtung. Ja, müssen wir da mal gucken. Also geht relativ leichtgängig, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es von der Abdichtung her wird. Aber wie gesagt, schöne Phase vorne dran, läuft schön ins Bucking rein. Ich weiß jetzt aber nicht auswendig oder zu 100%, wie weit die Nozzle in das Bucking reinläuft. Also wenn es weit genug oder tief genug reinläuft, dann dichtet sauber ab. Wenn sie nur vielleicht 2 mm reinläuft, dann könnte ich hier ein bisschen Luft bekommen. Aber gut, werden wir uns anschauen. Wie gesagt, ich habe aktuell keine Ahnung, wie weit die Nozzle da eintauchen muss ins Hopper-Bucking. Wenn es weit genug reinfährt, dichtet es aber bis jetzt schon sauber ab. Und auch die Maße sehen bis jetzt anständig aus. Also Nozzle, die legen wir uns jetzt erstmal auf die Seite. Die brauchen wir dann später. So, dann haben wir ebenfalls, was habe ich da noch bekommen? Das ist ein Piston. Das ist ein Piston, genau. Und da ist eben jetzt der Punkt, wie vorhin schon angesprochen. Der ist jetzt eben nicht nur aus Kunststoff, sondern der Begadi-Piston ist aus Polyamid-Kunststoff, müsste es sein. Also PA mit Glasfaseranteil. Und die gesamte Zahnreihe unten ist komplett aus Stahl gefertigt. Zeige ich euch einfach mal noch ein bisschen in der Nahaufnahme. Wie gesagt, hier auch was Besonderes. Also ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt vorhin. Ich habe bis jetzt aber nirgendwo im Netz irgendwie einen Piston für eine AEP mit Stahlzähnen gefunden. Also hier anscheinend einzigartig.
Die Frage ist nur, braucht man Stahlzähne? Keine Ahnung, ich meine, die Dinge haben doch bloß 0,4 Joule oder so. Ob da die Kunststoffzähne halten? Vermutlich, stopp, Moment mal. Vielleicht eventuell aufgrund der hohen Kadenz, was diese Generation 5 von Bugatti mit diesem EFCS hat. Könnte schon sein, dass wenn man da einfach jetzt, sage ich mal, ein Jahr lang das Ding betreibt, wie gesagt, ich habe zwar eine, aber ich habe das Ding bis jetzt kein einziges Mal gespielt. Es könnte aber dennoch sein, oder was ich mir vorstellen könnte, dass wenn man das Ding einfach auf Dauer spielt, nach einem Jahr, dass dann die Kunststoffzähne eventuell verschleißen könnten. Dementsprechend jetzt hier vermutlich dieser abgedatete oder dieser neue Pisten von Bugatti mit diesen Stahlzähnen unten drauf. Und hier auch, der vorletzte Zahn ist ein kleines bisschen, ja, ist ein kleines bisschen flacher. Ob man das braucht, wie gesagt, müssen wir uns dann anschauen. Qualität sieht gut aus, Zahnstange ist sauber eingepresst, kann man also nicht irgendwie runterschieben oder sowas. Oh, die können sogar verklebt sein. Wartet mal. Nee, bringe ich. Vielleicht mit Schmack, mit einem Hammer oder sowas, aber auf jeden Fall sauber verpresst oder eventuell sogar verklebt. Wie gesagt, Qualität ist sauber, Passgenauigkeit sieht super aus, auch hier vorne alles sauber, keine Gerade oder sowas dran. Laufflächen sieht gut aus und innen drin auch nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, da sehe ich ein Problem. Also wie gesagt, der Pisten macht einen guten Eindruck, den werden wir reinbauen und kombinieren werden wir das Ganze ebenfalls mit einem eigenen Bugatti Pisten-Head. Das ist der hier, Syma AEP-Serie, Doppel-Ohrring. So, das ist ein ganz normaler Aluminium-Pisten-Head. Es sind 2 Ohrringe dabei. Genau, einer für vorne, können wir gleich mal installieren. Bedeutet dünner Ohrring, einmal vorne drauf. Auch hier schauen, dass er schön sauber drin liegt, nicht verdreht oder so ist. Großer Ohrring geht einmal hier drauf. Das sieht auch sauber aus. Und das Axiallager geht natürlich hinten in den Pisten rein. Oh, das sieht ja speziell aus, okay. So, jetzt passt auf, das Axiallager. Wie gehört das so? Also Axiallager gehört vermutlich so, denn hier ist keine... Ja, stimmt, da ist... Ah, wartet mal, jetzt schnalle ich das. Da ist die Aufnahme oder die Verschraubung später, quasi wo die Schraube festgezogen wird, was bei jedem Pisten eigentlich immer verbaut wird, ist hier gleichzeitig der hintere Anschlag fürs Axiallager. Bedeutet, hier sind nicht 2 solche Lagerkränze oder wie man das nennt, also solche Lagerscheiben dabei, sondern nur eine und eben die Kugeln. Bedeutet, das Ganze gehört normalerweise dann so und das dann letztendlich so rum drauf. Also natürlich wo hier diese Vertiefung ist, natürlich Richtung Kugeln, also so rum drauf. Jo, und auch das sieht, ja, läuft sauber. Und auch das sieht einmal pfiffi aus. So, dann würde ich sagen, ich mache hier mal ein kleines bisschen Öl noch in die Kugeln rein und dann bauen wir das Ding mal zusammen. Wir nehmen also ein kleines bisschen Öl, tropfen hier 1, 2 Tropfen letztendlich in die Kugeln rein, beziehungsweise in das Axiallager, denn das ist standardmäßig komplett trocken. Was ihr da hernimmt, wird relativ wurscht sein, ob ihr da jetzt irgendwas auf PTFE-Basis nehmt oder ein bisschen Silikonöl oder vielleicht sogar ein bisschen Silikonfett, ist ja wurscht. Hauptsache das Lager ist ein kleines bisschen geschmiert. So, dann setzen wir einmal die äußere Scheibe von dem Axiallager so rum drauf, logischerweise mit dieser Einkerbung für die Kugeln nach unten. Einmal so und dann ganz wichtig, die Schraube so rum rein. Bedeutet letztendlich, dass das Axiallager mit dem Aluminiumteil nach innen anliegt. Also nicht die Schraube jetzt, wie ich gerade schon gemacht habe, so rum reinstecken. Das wäre falsch, dann könnte die Feder nicht drehen und das Axiallager, sondern diese Schraube muss letztendlich hier hinten rein. Also quasi einmal so rein, damit hier hinten logischerweise auf dieser Stahlscheibe letztendlich dann später einmal die Feder aufliegen kann und das Lager sich auch drehen kann. Würdet ihr das andersrum reinbauen, also Aluminiumscheibe nach hinten, dann verklemmt ihr über die Schraube das Axiallager. Das würde natürlich nicht funktionieren. Also so rum rein, dann das Ganze in den Pisten rein, komplett bis Anschlag vor. Dann seht ihr, hier vorne kommt die Schraube raus und auch hier verwenden wir wieder einen kleinen Tropfen Schraubensicherung, so eine blaue. Machen wir einen kleinen Tropfen vorne drauf, damit sich das Ganze nicht löst. Und dann schrauben wir letztendlich abschließend einmal den Pistenhead vorne auf. So, schrauben wir einmal hin, halten diesen ein kleines bisschen fest und knellen den hinten letztendlich dagegen bzw. drauf. So, richtig schön ordentlich festziehen. Dann sitzt das Ganze schön plan und sauber letztendlich auf den Pisten drauf.
Sieht gut aus, auch das Axiallager innen drin, einwandpfiffig. Jetzt nehme ich einfach mal diese Tuningfeder, die baue ich jetzt zwar nicht ein, aber hier kann man auch schön prüfen, dass dann eben die Feder hier auf dem Axiallager schön sauber und leichtgängig sich drehen kann letztendlich. Also hier darauf achten letztendlich, wie rum das Axiallager eingebaut wird. Und dann können wir uns ebenfalls mal angucken, wie der Piston dann letztendlich hier in der Gearbox läuft, von den Laufflächen her. Bedeutet, der sitzt dann so rum drin. Und das sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, läuft schön leichtgängig. Okay, so, dann Durchmesser vom Piston Head. Können wir uns auch noch anschauen. Bedeutet, hier ist der Zylinder. Da tun wir auch gleich noch ein bisschen Fett gleich drauf. Wo ist mein Pinsel? So, hier auch ganz wichtig natürlich O-Ringe, kleines bisschen fetten. Die lassen wir nicht trocken. Könnt auch Silikonöl nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Fett. Okay. So, dann schauen wir mal, wie das vom Durchmesser hier ausschaut. Oh ja, das sitzt gut. Oh, einwandfrei. Super. Ne, sieht gut aus. Okay, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Mehr braucht man nicht. Vielleicht die Laufflächen könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen einschmieren vom Piston. Quasi hier seitlich. Das lassen wir nicht trocken. Machen wir hier einfach mal noch ein bisschen was drauf. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite auch noch hier ein kleines bisschen was drauf und vielleicht ein bisschen was auf die Zähne. Ich meine, Sektorgear hat eh ein bisschen noch Fett drauf, von daher wäre es wurscht, aber pinseln wir es einfach ein bisschen ein. Okay Leute, und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, jetzt bauen wir das Ganze mal in die AEP rein. Dann kronen wir nochmal durch und dann schauen wir letztendlich, ob das ganze Zeug irgendwas bringt, ob es sauber abdichtet, wie die Performance ist, ob die Schwankung vielleicht geringer wird oder whatever.
So ihr Lieben, das soll es für heute schon gewesen sein. Ein kleines Technikvideo zu diesen Begadi Tuning-Teilen oder Update-Teile für die Syma AEP-Serie. So, lasst uns noch mal ganz kurz so eine kleine Zusammenfassung machen, was ich jetzt empfinde oder wie ich diese Teile einschätze. Der erste Punkt ist erstmal die Verarbeitungsqualität der ganzen Teile und auch die Passgenauigkeit ist hervorragend. Die Nozzle läuft butterweich, auch von der Qualität her super. Auch der Piston mit Stahlzähnen tipptopp und auch der Pistonhead tut, was er soll und läuft sauber im Zylinder und dichtet auch sauber ab. So, das zunächst mal ein bisschen positiv. Was ihr vielleicht im Chrono sehen konntet, dass es rein von der Performance her, von der Energie, wie konstant ist die Energieabgabe, keinen Unterschied macht wirklich zu den Originalteilen. Bedeutet, ob ihr jetzt das ganze Ding mit den Teilen ausstattet, mit der Originalfeder oder die Originalplastikteile drin lasst, das macht keinen Unterschied. Bedeutet, ihr kommt da jetzt nicht irgendwie von der Energie auf einmal 0,1 Joule höher. Dem ist nicht der Fall. Bedeutet, ich sehe die Tuning-Teile wirklich nur als sinnig an, wenn man zum Beispiel diese Tuning-Feder drin hat von Begadi, die ich jetzt eben nicht eingebaut habe. Dann kommt er eben auf 0,5 Joule und dann auch wirklich nur in der Generation 5 mit dem 11.1er Akku und mit einem EFCS-System einmal drin. Diese alten Generationen, die Gen 3 zum Beispiel, oder wenn ihr halt eine ältere AEP habt, mit einem ganz normalen MOSFET vielleicht drin und 7,4 Volt Akku, da kann man meiner Meinung nach auf die Teile verzichten. Wie gesagt, bei dieser hochgezüchteten mit dem EFCS und mit dem 11.1er her das Modell eine unheimlich hohe Kadenz einmal hat oder ROF hat, da sehe ich die Teile als sinnig an, was den Verschleiß angeht, gerade der Pisten. Bedeutet, wenn ihr wirklich viel AEP spielt und das Ding einfach sehr häufig verwendet, dann macht so ein Pisten, macht da schon Sinn. Und dann könnt ihr auch gleich den Aluminium-Pistenhead gleich mitnehmen mit den 2 O-Ringen, denn der läuft schön leichtgängig im Zylinder drin. Aber wenn ihr jetzt meint, ihr kauft euch jetzt die ganzen Tuning-Teile und bekommt da ein bisschen mehr Energie raus, dem ist leider nicht so, habt ihr im Chrono gesehen. Bedeutet, wir liegen von der Energie exakt identisch wie mit den Originalteilen und auch von der Kadenz und sowas. Es ändert sich absolut nichts mit der Originalfeder. Dementsprechend, wie gesagt, Begadi Tuning-Feder. Dann eben Kadenz mit 11.1er, dann sehe ich die Teile als sinnig an, ansonsten eher nicht. So, was mir auch aufgefallen ist, der Klang ist deutlich schöner geworden. Vermutlich aufgrund des Pistonheads und auch aufgrund des Pistons, der ein bisschen schwerer ist, aufgrund der Stahlzähne. Denn wenn ihr euch das Teil jetzt mal anhört, die hört sich einfach noch ein bisschen satter an, aufgrund der Tuning-Teile. Wie gesagt, sie klingt einfach ein bisschen schöner. Okay, so, dann rotzen wir, würde ich sagen, das Magazin mal raus. Okay, leer. Aber macht schon Spaß, so ein kleines Teil, ne? Aber wie gesagt, die Teile sind gut, auch von den Kosten her, vom Preis finde ich sie in Ordnung für das, was man von der Qualität bekommt. Das Material ist super und wer jetzt einfach seine Generation 5 mit EFCS noch ein bisschen aufwerten möchte, mit der Begadi Tuning Feder, dann sehe ich das als sinnig an, wie gesagt. Habt ihr jetzt eine Gen 3 irgendwie mit dem 7.4er, dann kann man meiner Meinung nach auch auf diese Teile verzichten. Oder eben, wenn auch bei eurer älteren AEP vielleicht mal der Piston kaputt ist oder der Pistonhead irgendwie bricht, dann könnt ihr euch auch überlegen, anstatt jetzt wieder das Original Kunststoffteil zu kaufen, dass er halt gleich auf die Teile wechselt. Wie gesagt, aber jetzt davon ausgehen, kaufen, es wird alles besser, dem ist leider nicht so. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein kleines bisschen was zeigen zu diesen AEPs. Wie gesagt, sehr, sehr funny, sehr, sehr lustige Modelle. Und wenn jetzt noch weitere Fragen sind oder ihr Hilfe benötigt, Probleme habt, jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen. Und wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.